Was geht ab, meine Freunde? Ich hoffe, euch geht's gut. Willkommen zu einem neuen Videoformat. Wie ihr wisst, verfolgen wir sehr gerne die NBA und wollen einfach mal unsere Faszination, die wir für die NBA haben, auch einfach weitergeben. Einfach mit euch teilen. Deswegen haben wir uns ein neues Format ausgedacht. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst gerne ein Like da, ein Follow da. Jeder, der kommentiert, also die ersten 50 Leute, die kommentieren, haben die Chance, ein Trikot von Grant Hill zu gewinnen. Also fleißig markieren, Leute. Grant Hill, one of the biggest What-Ifs in Sport. LeBron James, da gibt es viele Diskussionen, ob er der beste Spieler aller Zeiten ist oder ob es MJ ist. Da diskutieren die Gemüter. Aber was ist, wenn ich dir sage, es gab einen LeBron James vor LeBron James in der NBA, wo man gesagt hat, dass er der nächste GOAT ist, wo man ihm gesagt hat, er hat das Potenzial, MJ zu übertrumpfen, aber sein Körper hat ihn im Stich gelassen. Was ist, wenn ich dir sage, dass Grant Hill LeBron James vor LeBron James war? Damit herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. With the third pick in the 1994 NBA draft, the Detroit Pistons select Grant Hill from Duke University. Grant Hill being hugged by his mother seasons, and Doug Collins, as he goes up to talk with Commissioner Stern, your son Chris plays at Duke and played with Grant Hill, and I know you know him and the family very well. Up the middle. Michael picks him up, foul line. Grant gets by him, finger rolls, and crossover dribble between the legs, Gunning on the run, he got it. Woo! Hello. That a move by Grant Hill. Lindsey Hunter swings it to Grant Hill, baseline move on Bedwell. Serious slam. Here come the Pistons. Here comes Hunter. Buckle up. Grant Hill wird als Sohn von Calvin Hill, einem All-Pro Running Back aus der NFL und einer Anwältin, am 5.10.72 in Dallas, Texas, geboren. Von Hause an wird ihm beigebracht, in jungen Jahren sportliche und schulische Leistungen gleich balanciert auszuführen, was ihm auch hervorragend gelingt. Allerdings verbot ihm sein Vater, als Kind Football zu spielen, was ihn zum Basketball brachte. Calvin Hill hatte Sorge, zu viel Druck wegen zu hohen Erwartungen auf seinen Sohn zu entladen. Wir kennen ja das Spiel, wenn deine Eltern oder dein Vater erfolgreich im Sport waren und du in die Fußstapfen treten willst und dein Vater ein sehr bekannter und erfolgreicher Spieler war, dann wirst du von den Medien aufgefressen, wenn du nicht mindestens genauso gut wie dein Vater bist. Und das wollte Calvin Hill für seinen Sohn nicht. In der Highschool, auf der South Lake High in Weston, Virginia, hat er recht früh auf sich aufmerksam gemacht. Was besonders herausgestochen war sein Basketball-IQ, gepaart mit seiner Größe, seiner Athletik und seinen Playmaking-Skills. Dadurch hat er sich zu einem der Top-Recruits in seinem Jahrgang für die Top-Colleges auf dem Zettel gebracht. Seine Mutter wollte, dass er nach Georgetown geht, während sein Vater ihn bei der UNC sehen wollte. Entschieden hat er sich für Duke. Er wollte unter dem legendären Coach K spielen. Dort blieb er auch für 4 Jahre, 1990 bis 1994. Er gewann 91 und 92 Back-to-Back den NCAA-Titel, was über 20 Jahre keinem mehr gelungen ist. Der letzte, dem das gelungen war UCLA 66 bis 73. Und dabei hatte er einen der legendärsten Momente bei seinem Quarterback-Pass auf Christian Laettner im Finale gegen Kentucky 92, was auch zum Sieg führte. Er war der einzige Spieler in der ACC, der mehr als 1900 Punkte, 400 Assists, 200 Steals, 100 Blocks hatte. Er war der 8. Spieler in Dukes History, der sein Jersey retirierte mit der Nummer 33. Neben wirklich all diesen erfolgreichen Dingen, dieser guten Zeit, hat er seinen Abschluss in Geschichte gemacht, was damals und heute ungewöhnlich ist für einen NBA-Prospect, weil viele NBA-Prospect machen gerne One and Done. Sie kommen ein Jahr auf College und gehen dann direkt sich anmelden zum Draft. Und daran merkt man auch die Erziehung, die er genossen hatte, dass er schulische und sportliche Leistung ausbalancieren wollte. Weil am Ende des Tages weiß man nie, was dir passieren kann. Du kannst ein Prospect sein, du kannst so gut sein, wie du willst, aber wenn Verletzungen kommen, dann kannst du genauso gut sein, dann ist es egal, wie gut du warst. 94 traf er die Entscheidung, am Draft teilzunehmen. In einer Klasse, wo man heute sagt, dass sie zu den stärkeren Draftklassen gehört. Grant Hill wurde an Position 3 gezogen von den Detroit Pistons. An 2 Jason Kidd und an 1 Glenn Robinson. In den Medien wird als Next MJ gepriesen. Und wir wissen ja, wie die Medien sind. Die Medien übertreiben gerne, aber dieses Mal muss man sagen, die Medien haben sich nicht getäuscht. Im ersten Jahr gewann er den Co-Rookie Award mit Jason Kidd zusammen und legte pro Spiel 19,9 Punkte hin, 6,4 Rebounds und 5 Assists. In den folgenden Jahren, von 95 bis 2000, ist er einer der besten Spieler der Liga und wird 5-mal ins All-Star-Team gewählt.
und legt reihenweise Triple-Double hin, was seit The Big O, Oscar Robertson, keiner mehr so beständig gemacht. Und natürlich hielt es seine eigene Marke. Er hat mit Fila einen Deal unterschrieben und seine Basketball-Sneaker gehörten zu den bestverkauften Sneakers. Aber wie es ist mit Biggest What-Ifs, kam eine Verletzung. Um genauer zu sein, in der Saison 1990, am 15.04.2000, 7 Tage bevor die Playoffs beginnen, verletzte sich Hill am linken Knöchel gegen die 76ers. Vielleicht wird man heute sagen, dass das der größte Fehler in seiner Karriere war, den er gemacht hat. Er entschied sich weiterzuspielen, auch in den kommenden Spielen nicht auszusetzen, weil man davon ausgegangen ist, dass es eine normale Knöchelverletzung war. In der Playoff-Serie gegen Miami Heat in Game 2 in der ersten Runde verschlimmerte sich die Verletzung und er musste vom Platz. Das kostete ihm auch die Teilnahme an Olympia, was er bis dahin nicht wusste, dass diese Verletzung sein komplettes Leben verändern wird. Aber der Reihe nach, dazu kommen wir noch gleich. Im Sommer 2000 traf er die Entscheidung, zu den Orlando Magic zu wechseln, was er aufgrund seines Status als Unrestricted Free Agent hätte machen können. Aber durch ein Sign-and-Trade-Deal mit den Pistons konnte er mehr Geld einstreichen. Ich sag euch ehrlich, ich hätte es auch so gemacht. Was dann noch passierte? Hill unterschrieb für 7 Jahre und 92,8 Millionen US-Dollar. Ihr müsst euch mal vorstellen, 92,8 US-Dollar für 7 Jahre. Mittlerweile kriegen das einfache Rollenspieler in 4 Jahren. Da seht ihr einfach, wie die NBA einfach an Zuwachs gewonnen hat, wie viel Geld da im Umlauf mittlerweile ist. Aber dazu kommen wir auch noch. Und wurde dann gegen Ben Wallace und Chucky Atkins getradet. In Orlando wartete kein geringer als T-Mac. Tracy McGrady, der am selben Tag denselben Sign-and-Trade-Deal mit seinem Team, den Raptors, vollzogen hatte. Dieses Duo, ich sag euch ehrlich, hätte dieses Duo wirklich mal die Zeit bekommen und hätte keine Verletzung diese zwei auseinandergebracht, dann, sage ich euch ehrlich, hätten die Magics ein wirklich großes Titelfenster gehabt. Aber Grant Hill spielt in der ersten Saison 4 Spiele, in der zweiten 14 und in der dritten 29 Spiele. Seine 4. Saison musste er komplett aussetzen. Der Grund dafür kommt jetzt. Im März 2003 unterzog sich Hill einem chirurgischen Eingriff an seinem linken Knöchel. 5 Tage nach der OP musste Hill mit 40 Grad Fieber und Krämpfen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Beim Entfernen der Schiene haben die Ärzte festgestellt, dass er sich eine potenzielle tödliche Infektion eingefangen hat, MRSA. Er wurde 1 Woche ins Krankenhaus eingeliefert und musste 6 Monate lang Antibiotika einnehmen. Nach einem Jahr Pause spielte er noch 3 Jahre für die Orlando Magic als Shooting Guard mit recht soliden Zahlen. Aber er war einfach nicht mehr der Superstar von vergangenen Tagen. Man hat einfach gemerkt, dass diese Verletzung große Spuren hinterlassen hat. Und es gab noch Ausreißer, wo er vielleicht mal mehr Punkte im Assist gemacht hat, aber die regelmäßigen Triple-Doubles oder eine 20-5-5-5, diese Zeiten waren vorbei. Nach den 7 Jahren zog er zu den Phoenix Suns, die dafür bekannt waren, in der Medizin schon sehr weit fortgeschritten zu sein. Er blieb dort 5 Jahre, war ein guter Vet, der seine Rolle gut spielte und gute Zahlen auflegte. Im Alter von 38 legte er immer noch 13 Punkte pro Partie. Das haben in diesem Alter nur 6 Spieler erreicht. Seine Karriere beendete dann bei den LA Clippers, wo er dann noch eine Saison spielte. Am Juni 2013 beendete er seine Karriere nach 19 Jahren in der NBA. Und das ist auch eine Sache, worüber man sprechen muss, weil er hatte so schwere Verletzungen und hat trotzdem geschafft, 19 Jahre in der NBA zu spielen. Das zeigt einfach, wie verbissen er war, wie seine Comeback-Qualitäten waren, nach einer schweren Verletzung wieder zurückzukommen, aber auch wie gut sein Basketball-IQ war, weil er sich 19 Jahre in dieser Liga halten konnte. Und da hat sich das Spiel ja sehr geändert, sehr gewandelt und trotzdem konnte er immer sich mitwandeln. Nach der Karriere war er Miteigentümer von den Atlanta Hawks. Aktuell ist er Besitzer der Baltimore Orioles. Aktuell ist er der Geschäftsführer von Team USA Basketball Men's. Grant Hill ist einer von 5 Spielern, die in den ersten 6 Jahren mehr als 9.300 Punkte, 3.400 Rebounds, 2.700 Assists geliefert haben. Die anderen 4 sind Larry Bird, Oscar Robertson, Luka Doncic und kein anderer als LeBron James. Man kann anhand dieser Geschichte sehen, dass der am 7.9.2080 in der Hall of Fame aufgenommene Hill ohne Verletzungen wahrscheinlich einer der Top 15 Spieler All-Time gewesen wäre. Aber das ist halt das, was ich immer sage. Egal wie gut dein Potenzial ist, wenn dein Körper das nicht mitmacht, dann wirst du dieses Potenzial nie erreichen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Kommentiert gerne. Kommentiert vielleicht, wenn ihr einen anderen Spieler sehen wollt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ciao.